attention to Ezekiel. Richten wir unsere Aufmerksamkeit jetzt auf Hesekiel. The other Ezekiel. Okay. More. I was inviting everyone to come. Den Hesekiel in der Bibel. You started reading him. Ihr habt schon damit begonnen, So das Buch zu lesen. what did you think of Ezekiel? Was war euer Eindruck von Hesekiel? A lot of punishment and condemnation so far. Viel Gericht und oder viel Strafe und Gericht. What I also liked is you see something of God's heart in those. Every time it says a lament for the Pharaoh or a lament for Tyre, and for all those cities they get punished, but also God is sad about it. And he doesn't want it actually what he has. Man sieht klar Gottes Herz darin. Man sieht das Trauerlied, das Klagelied für den Pharao, für Tyrus und so weiter. Man sieht, Gott straft, aber er möchte es nicht. Das zeigt echt, was in seinem Herzen ist. Yeah, a true prophet never delights in proclaiming judgment. Ein wahrer Prophet ist nie daran erfreut, Strafe zu verkünden. I think there are interesting pictures in that book. Ich denke, es sind interessante Bilder in diesem Buch. Is that an understatement? Like, pictures, that I think are actually not like a bit metaphor or something. Yeah. Viele Bilder, die scheinbar für etwas anderes stehen, die Metaphern. Or the vision that he has. Oder eben auch die Vision, die er hat. Yeah, very rich in images, metaphors, symbols. Sehr reich an Bildern, Metaphern, Symbolen. So we have to ask, what on earth is this supposed to mean? Wir müssen uns oft fragen, was um alles in der Welt soll das bedeuten? And another thing what I realized is that God is comparing Israel in this relationship between that Israel broke the relationship and that Israel was running to all these other lovers, and this was where described very much in detail. So this was something that stood out to me. I was wondering, okay, that's kind of I don't know why it's like that. Was mir auch hervorgestochen ist, ist, wie die Beziehung Gottes mit Israel mit einer jungen Frau und ihren Liebhabern beschrieben wird, die sich immer zu neuen Liebhabern wendet. Und das fand ich krass und ich frage mich, warum das so beschrieben werden musste. Yeah, that's a good question, and we'll come to it. Das ist eine gute Frage und dazu kommen wir auf jeden Fall. For me, that true description of adulterous sisters and how they fall into adultery, how they betray, they trust each other. For me, that came to really like how much God wants to explain them in detail, that how it's what you people did. So I felt like it was kind of parable that Jesus described in New Testament. I was really interested to read this description of adulterous sister, that how God explains Israelites and their relationship with God. And he was also saying like, is my way unjust? Is it not your ways that you are unjust? That he really tries to understand them and make them reasoning and an explanation that. So if they don't understand it, for me, it feels like giving those kind of descriptions, God really wants them to understand and come back to God. Ich fand es interessant, wo sie auch mit dieser treulosen Frau oder den treulosen Schwestern verglichen werden. Und ich glaube, es ist ähnlich wie bei Jesus im Neuen Testament mit den Gleichnissen, dass Gott hier durchdringen wollte zu ihrem Herzen, dass sie es wirklich verstehen. Mir ist noch aufgefallen, dass Tyrus beschrieben wird, und ich dachte, oder
für mich wird irgendwie so beschrieben, wie ich eigentlich funktioniert, also der Satan, wie das alles angefangen hat oder so. Genau, wo in Hesekiel 28, genau, es geht um die König Kyros, aber es ist irgendwie dieses Bild, wo wir in dem Jetzt eigentlich haben, wie Satan ist. Also das kommen wir vielleicht auch irgendwann mal noch drauf. Ich denke, es wäre sehr spannend zu sehen, warum wir so beschrieben. Yeah. I noticed this one passage where there's a prophecy against the king of Tyre, and it uses that language which we usually understand to describe Satan, and so I also find that a very interesting question. I'll try to remember that we talk about it when we get to it. Ich versuche, dass wir auf jeden Fall darüber sprechen, wenn wir an die Stelle kommen. I think it's actually the other way around. Ich glaube, in Wahrheit ist es andersrum. It's because this passage has often been applied to Satan, that we now think that it describes Satan. Weil diese Textstelle so oft auf Satan angewandt wurde, denken wir jetzt, dass es Satan beschreibt. I'm inclined to think that something else is going on here. Aber ich tendiere dazu zu denken, dass hier eigentlich was anderes passiert. Ich weiß es nicht, ist mir aufgefallen und ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich nicht weiß, wo einordnen. Yeah, it's a very unusual chapter. Es ist ein sehr ungewöhnliches Kapitel. Also very rich in poetry and imagery. Auch sehr reich in der Poesie und sehr bildhaft. And of course some of it we know from the book of Genesis, the creation story. Manches davon kennen wir schon aus dem Buch 1. Mose, von der Schöpfungsgeschichte. But Ezekiel has quite a bit more detail. Hesekiel hat da noch einige Einzelheiten dazu. Locates Eden on a mountain, for instance. That's Er not visible in Genesis. platziert den Garten zum Beispiel auf einem Berg, etwas, was wir in 1. Mose nicht sehen. That's Ich habe auch eine Frage. Ich weiß nicht genau, ob das im Zusammenhang damit passt, aber in Hesekiel 3, Vers 18 steht, wenn da ein Sünder ist und du ihm nicht sagst, dass er für seine Sünde sterben wird, dann klebt sozusagen sein Blut an deinen Händen, dann bist du an seinem Tod schuld und wirst auch sterben. Und wenn man das jetzt auf uns anwendet, heißt das theoretisch, dass wir alle dazu berufen, also dass wir müssen rausgehen und den Leuten das Evangelium predigen. Ist das so gemeint, oder? From 3:18, where it says that God said to Ezekiel that if you're called to preach to someone and you don't do it, then his blood is going to be on your hands if he doesn't repent. Does that mean that for us we really need to be going out and preach to people? Is the same applicable to us? Yeah, that's a good question. What is a valid application of this? Das ist eine gute Frage. Was ist eine gültige Anwendung? Surely we take it too far if this becomes this incredible burden and pressure. Sicherlich würde man es zu weit nehmen, wenn das so eine unglaubliche Bürde und einen Druck aufbauen würde. Because there will always be more people still unreached and still living in sin than we can possibly reach. Es wird immer noch mehr Leute geben, unerreicht und in Sünde lebend, als wir möglicherweise erreichen können. So it's certainly possible to take it to an extreme. Man könnte das also sicherlich zu extrem nehmen. In fact, Ezekiel has a special calling to be a watchman for Israel. Hesekiel hat hier eine besondere Berufung, die ist es sein, ein Wächter für Israel zu sein. So
Now, at the same time, the other extreme would be then to say, okay, that's Ezekiel's special calling and it's got nothing to do with me. Das andere Extrem wäre dann zu sagen, gut, das ist jetzt nur Hesekiels besondere Berufung und die hat mit mir nichts zu tun. But I think it needs a balance between those two extremes. Ich glaube, wir brauchen eine Balance zwischen den zwei Extremen. Maybe the question to ask would be, are there people for whom I am responsible? Vielleicht wäre die richtige Frage, gibt es da bestimmte Personen, für die ich verantwortlich bin? Because after all, Ezekiel only deals with the house of Israel. In fact, he only deals with that part of Israel that's in the same location as he is. Denn Hesekiel, der muss sich ja nur um das Haus Israel kümmern und genau genommen nur um die Leute, die da an demselben Ort leben in Babylon wie er. For him too, there was a limit. He doesn't deal with the Babylonians and with all sorts of other people. Auch bei ihm gab es dann eine bestimmte Begrenzung. Er war jetzt nicht zu den Babyloniern berufen oder noch anderen Leuten. So I think there's no direct or simple way to transfer this to our lives. Ich glaube, es gibt hier keine direkte, keine simple Art, das zu unserem eigenen Leben zu übertragen. But maybe that question will help us to find that balance. Aber vielleicht hilft uns diese Frage, die Balance zu finden. For whom am I responsible? Für wen bin ich verantwortlich? Because I cannot be responsible for the whole world. That's Denn ich kann nicht verantwortlich sein für die ganze Welt, das ist klar. How do you think the people of Israel who lived in the same area as Ezekiel, they viewed and experienced Ezekiel? Was meint ihr, wie haben die Leute, die im selben Gebiet wie Hesekiel gelebt haben, die Leute aus Juda dort, wie haben sie Hesekiel gesehen, wie haben sie ihn erfahren? Yeah, how would they have answered the question? What do you think of Ezekiel? Wenn man sie gefragt hätte, was denkt ihr denn über Hesekiel, wie hätten sie geantwortet? Strange. Ja, das ist komisch. Yeah. Extreme. Extreme. Was it Ezekiel who had to lie in front of the city gates for a couple of months or weeks and who had to break bread in cow dung? Yeah, that's Okay. yeah. Genau, es war Hesekiel, der da eine lange Zeit auf seiner Seite legen musste und dann auch sein Essen auf Kuhdung zubereiten. Yeah, interesting and strange are good words to describe Ezekiel. Interessant, eigenartig sind gute Worte, um Hesekiel zu beschreiben. Well, so in fact, so strange that even modern translators have sometimes wondered whether Ezekiel was mentally disturbed. So seltsam ist das, was hier beschrieben ist, dass moderne Ausleger sich sogar gefragt haben, ob der Kerl vielleicht geistig ein bisschen durcheinander war. Schizophrenic or psychotic or whatnot. Dass man schizophren war oder psychotisch oder so. Or whether he was on drugs. Oder ob der vielleicht war. Smoking mushrooms or something like that. My favorite misinterpretation of the book, however, is the one that claims Ezekiel was visited by UFOs and aliens. Die Fehlauslegung, die ich am allerliebsten habe, die ich am allerlustigsten finde, ist, dass er von UFOs und Außerirdischen besucht wurde. You know, there's the wheels with wheels inside full of eyes. Doesn't that describe a flying saucer? Diese Räder, die sich so drehen mit Augen dran, beschreibt das nicht irgendwie so eine fliegende Untertasse? Those fiery beings that he saw, were those aliens? Diese feurigen Wesen, die er sah, waren das nicht Außerirdische?
No, probably not. Also, ja, wahrscheinlich nicht. So, but it shows that people have had their challenges with Ezekiel. What kind of a person is this? Es zeigt aber, wie herausgefordert die Menschen sind, um zu verstehen, wer Hesekiel ist. Was ist das für ein Mensch? But in fact, Ezekiel's writing is very focused and coherent. Tatsächlich ist das, was Hesekiel schreibt, aber sehr fokussiert und sehr zusammenhängend. He keeps hammering away at the same point. Er hämmert immer weiter auf denselben Punkt ein. This is not a disturbed person who is confused in his thinking. Das ist keine verwirrte Person, die nicht klar denken kann. This is someone who has an urgent message to communicate and does everything he can to get that message across. Das ist jemand, der eine dringende Botschaft zu kommunizieren hat und der alles tut, was er kann, um diese Botschaft rüberzubringen. That's why the weirdness is there. Deswegen auch diese Seltsamkeit. So at least it gets people's attention. Wenigstens weckt das Interesse und die Aufmerksamkeit der Menschen. We do find in the book that Ezekiel, at least he did have the attention of the people. Etwas, was wir im Buch klar sehen, ist, dass er die Aufmerksamkeit des Volkes hatte. Unfortunately, they tend to view this as sort of entertainment. Leider scheint sie das eher als Entertainment zu sehen. The people in this village come to watch the newest thing that Ezekiel is doing. Als Unterhaltung. Die Leute, die kommen, um zu sehen, was der Hesekiel jetzt schon wieder am Machen ist. At one point, God complains that the people are listening to Ezekiel the way one listens to love songs. Zu einer Zeit beschwert sich Gott darüber, dass die Leute Hesekiel so zuhören, wie man Liebesliedern zuhört. It's cute and nice to listen to, but you don't actually live by those love songs you hear on the radio. Es ist irgendwie nett, sich das mal anzuhören, aber niemand richtet sein Leben nach den Liedern, die man so auf dem Radio laufen hat. You know, when you listen to radio or I don't know, Spotify, you enjoy the music, but you're not going to do what the song describes, do you? Wenn du Lieder laufen hast auf dem Radio oder auf Spotify, dann genießt du es einfach, diese Musik zu hören, aber du führst das nicht aus, was sie dort sagen, oder? For the most part, those texts are they're not what you then follow in your life. Größtenteils sind die Texte, die man da hört, nicht etwas, was man im eigenen Leben befolgt. That's how people were listening to Ezekiel. So haben die Leute Hesekiel zugehört. But he was getting their attention. Aber er hatte auf jeden Fall ihre Aufmerksamkeit. So what I'd like to do is start walking through the book. Ich würde jetzt gerne damit anfangen, durch das Buch zu gehen, So we see the big picture of the book, the structure, damit wir das große Bild erkennen von dem Buch, seine Struktur. and then a few things we'll pick up and interpret a bit more. Und dass wir dann einige Dinge noch mehr aufgreifen und auslegen. Now the book begins with a date in the 30th year. Das Buch fängt an mit einem Datum, da heißt es im 30. Jahr. But we don't know the 30th year of what. Wir wissen aber nicht im 30. Jahr von was. Most likely it is his age. Höchstwahrscheinlich ist das sein Alter. Because there is no reference like in other dates, the X year of King so-and-so. Da es keine Referenz gibt für dieses Datum wie an anderen Stellen, dass es das 30. Jahr von diesem oder jenem König ist. So we get to meet Ezekiel in the year that he turns 30. Es scheint also, wir begegnen Hesekiel hier in dem Jahr, wo er 30 Jahre alt ist. And that has perhaps some significance because it is the age at which a priest would enter into active
service in the temple. Das hat wahrscheinlich eine bestimmte Bedeutung, denn es war das Jahr, in dem ein Priester den aktiven Dienst im Tempel begann. By all appearances, Ezekiel is a committed, a believing priest, so he probably would have loved to serve God in the temple. Und es scheint, dass Hesekiel ein Gott hingegebener Priester war, der sicherlich sehr gerne Gott im Tempel gedient hätte. But he cannot because the temple is far away. Das kann er aber nicht, denn der Tempel ist weit entfernt. And he's sort of a prisoner on this location. Und er ist im Prinzip ein Gefangener an dem Ort. And that's why it's significant that in this year God calls him into service anyway. Und vielleicht ist es bedeutsam, dass Gott ihn genau in diesem Jahr in seinen Dienst beruft. A little later, verse 2, we're told, this is the 5th year of the exiled king Jehoiachin. Im nächsten Vers, Vers 2, wird uns mitgeteilt, das war das 5. Jahr, nachdem König Joachim gefangen weggeführt war. Now, that is something that happened in 597. Und diese Wegführung passierte im Jahr 597. So we're now approximately in the year 592. Das heißt, wir befinden uns jetzt etwa im Jahr 592. 6 years before the temple is destroyed. 6 Jahre bevor der Tempel zerstört wird. So Zedekiah is king in Jerusalem now. Zedekia ist König in Jerusalem zu dieser Zeit. And on this day, Ezekiel sees this thunderstorm approaching. An diesem Tag sieht Hesekiel, wie ein Sturm herankommt. And out of the thunderstorm then come these 4 creatures with this strange structure. Und aus dieser Sturm kommen 4 Kreaturen, die einen interessanten Aufbau haben. There's the 4 creatures, and then there is a structure in their midst. Also 4 seltsame Kreaturen mit einer Struktur in ihrer Mitte. A structure that has those 4 wheels. Diese Struktur mit den 4 Rädern. And wheels within the wheels. Und Räder innerhalb der Räder. We're not entirely sure how to understand some of the details that Ezekiel gives us. Es ist nicht ganz klar, wie wir manche von diesen Einzelheiten, die Hesekiel uns hier gibt, zu verstehen haben. Is this, are both wheels facing the same direction? Zeigen diese Räder jeweils in dieselbe Richtung? Or is one wheel in one direction and the other wheel in the opposite direction? Oder befindet sich ein Rad in die eine Richtung und das andere Rad in der entgegengesetzten Richtung? In the latter case, that would make the structure very movable. Im zweiten Fall wäre diese ganze Struktur sehr beweglich. Rather than having to make a curve to change direction, it could just move in each direction. Anstatt eine Kurve fahren zu müssen, um die Richtung zu wechseln, könnte das ganze Gefährt dann in jede Richtung sich bewegen. Yeah, so it's quite possible that that's the idea. Und es ist recht gut möglich, dass das der Gedanke dabei ist. And what we're looking at is mobile. It can easily move. Es geht darum, dass das, was wir hier sehen, sehr mobil ist, dass es sich leicht bewegen kann. The 4 creatures, that much is clear. These are cherubim. Die 4 Kreaturen, das ist klar, das sind Cherubim. In the ancient Near East, there was widespread belief in such creatures. Im damaligen Nahen Osten wurde viel den Glauben an diese Cherubim, an diese Kreaturen. Not just among Israel, but all those nations in the area believed there were cherubim. Nicht nur in Israel, sondern auch die umliegenden Nationen haben geglaubt, dass es Cherubime gab. Sort of spiritual beings, angel-like.
so geistliche Wesen, engelhafte, usually with wings, normalerweise mit Flügeln. and usually combining some human form and some animal form. Die normalerweise menschliche Attribute und Tierform in sich vereinbart haben. And it's clear that these beings were believed to have some sort of guardian or watchman function. Und es wurde geglaubt, dass diese Wesen eine Wächterfunktion haben. So the statue would often be placed next to a gate or a throne. Oftmals wurden diese als Statuen dargestellt, neben einem Tor oder neben einem Thron. Remember in the tabernacle, later in the temple, the curtain that separates the Holy of Holies had a cherubim woven into it. Denkt zurück an die Stiftshütte und später auf den Tempel, wie der Vorhang, der das Allerheiligste trennte vom Rest, dass dieser auch Cherubime eingenäht hat. On the lid of the ark there were 2 cherubim as well. Und auch auf der Bundeslade, auf dem Deckel drauf, waren 2 Cherubim. With the presence of God somehow hovering over the ark, presumably the 2 cherubim. Und die Gottes Gegenwart anscheinend über dieser Bundeslade schwebte zwischen den 2 Cherubim. So Ezekiel's vision is actually not that strange. Und so gesehen ist Hesekiels Vision gar nicht so seltsam. The strange thing is that this thing, and as we'll see it looks like a throne, is actually mobile. Das Seltsame daran ist, dass dieses Ding, und wie wir dann sehen werden, es ist ein Thron, dass dieses Ding mobil ist. Stranger yet, it's not in Jerusalem, where you would suspect the presence of God to be. Was noch seltsamer ist, dieses Gefährt ist nicht in Jerusalem, wo man Gottes Gegenwart vermuten würde. It must have shocked and astonished Ezekiel to meet the presence of God in faraway Babylon. Es muss Hesekiel verwundert und schockiert haben, dass er Gottes Gegenwart im weit entfernten Babylon begegnet ist. And perhaps it's for this reason that God appears in this strange throne chariot. Und vielleicht sieht Hesekiel aus diesem Grund Gott in diesem eigenartigen Thronwagen. It's a throne with wheels. Ein Thron mit Rädern dran. Because God wants to show that He is not limited to Jerusalem. He is mobile. He can appear anywhere. Weil Gott ihm zeigen möchte, dass er nicht auf Jerusalem begrenzt ist, sondern dass er mobil ist, dass er überall auftauchen kann. And contrary to what Ezekiel may well have felt, God had not forgotten about the exiles of Judah in Babylon. Und im Gegensatz zu dem, was Hesekiel vielleicht gespürt hat, hatte Gott die Menschen im Exil in Babylon nicht vergessen. So Ezekiel has this overwhelming vision of this throne with all its splendor. Hesekiel hat also diese überwältigende Vision von dem Thron mit seiner dieser ganzen Ausstrahlung. I'd like to read the last few verses of chapter 1 to you. Ich möchte gerne die letzten paar Verse des ersten Kapitels euch vorlesen. Beginning in verse 26. Wir fangen an mit mit Vers 26. So we have these wheels and these cherubims, and then an expanse, somehow a separation. Wir haben also diese Räder und die Cherubim und darüber so eine Feste, also so eine Trennung. It says, above the expanse over their heads there was the likeness of a throne, in appearance like sapphire, and seated above the likeness of a throne was a likeness with a human appearance. Und dann heißt es da, über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. And I noticed that Ezekiel is very cautious in how he describes and what he identifies. Fällt es euch auf, dass Hesekiel sehr vorsichtig dabei ist, wie er das beschreibt und wie er etwas identifiziert. Of course, when we understand that he's speaking of God himself, then it makes sense that he's cautious in how you describe God. Wenn uns klar wird, dass er hier Gott selbst beschreibt,
dann ist es klar, dass er sehr vorsichtig